Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und in dem heutigen Video soll es einzig und alleine darum gehen, Ideen zu sammeln. Ja, und zwar Ideen von euch, was ihr für Vorschläge habt für dieses Spiel, was ihr euch schon immer gewünscht habt, was in dieses Spiel kommen könnte, was hier unbedingt rein muss, ja, was irgendwie immer noch gefehlt hat oder vielleicht irgendwelche Anregungen oder Vorschläge zu sammeln. Das Ganze passiert unter dem Video in den Kommentaren. Heißt, ihr tippt fleißig Kommentare ein unter dieses Video, ja, und nutzt dabei die Daumen hoch Funktion für die Kommentare. Ihr könnt euch dabei die anderen Kommentare von den anderen Usern durchlesen und den Vorschlag, den ihr am besten findet, den bewertet ihr mit einem Daumen hoch. Ja? Und das macht ihr bei jedem Kommentar, der euch vielleicht gefällt. Ja, wenn er euch nicht gefällt, dann gebt ihr eben keinen Daumen hoch. Aber unter den Kommentaren solltet ihr versuchen, die Ideen, die ihr wirklich gut findet, hoch zu voten. Und die Kommentare mit den meisten Daumen hoch, die werde ich dann im Auswertungsvideo im Video selbst einblenden. Und das Video versuche ich dann Shakes and Fidget zukommen zu lassen via Twitter. Ja, ich denke mal, da sollte ich sie erreichen, da sie mir hier auch folgen, denke ich mal, sollte das auch kein Problem sein, dass sie das auch lesen werden. Und ja, die besten Kommentare mit den meisten Daumen hoch, die werden dann am Video am Donnerstag, den 14. eingeblendet. Und dieses Video werde ich dann ja, an die Shakes and Fidget Twitter-Seite senden. Und dort ja, könnte es sein, dass es eventuell weitergeleitet wird. Das ist jetzt eine Aktion von mir, ja, das ist jetzt nicht irgendwie in Zusammenarbeit mit Shakes and Fidget oder so, aber da sie ja öfter schon mal gesagt haben, dass die Entwickler ja auf die Community hören, ja, und die Wünsche von der Community sehr schätzen, habe ich mir mal gedacht, nutze ich mal den Anlass meines YouTube-Kanals hier, um gute Ideen und Vorschläge zu sammeln aus der Community und diese dann gebündelt in ein Video dann quasi zu denen zu schicken, und eventuell könnte es sein, dass sie welche von diesen Ideen annehmen, und deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr gerade die Kommentare schreibt und vor allen Dingen auch hochvotet, damit ich sehe, welche wirklich am beliebtesten sind und welche am besten davon ankommen bei euch. Ja? Und wie gesagt, das wäre auf jeden Fall cool. Die werden dann im nächsten Video eingeblendet, die Kommentare. Und ja, wie gesagt, das wird dann hingeschickt. Deswegen wäre es auf jeden Fall sehr, sehr nice, wenn jeder einzelne von euch da mitmachen würde, dass wir da auch vielleicht so einen kleinen Impact haben, damit ja, die Leute da bei Shakes and Fidget vielleicht auch ein bisschen davon überzeugt sind. So. Ich denke, jetzt wird jetzt nichts bringen, wenn da jetzt irgendwie ein Kommentar irgendwie 5 Likes oder sowas hat. Ja, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob denn das so ernst zu nehmen ist. Deswegen ist es so wichtig, dass da jeder von euch mitmacht. Und wie gesagt, schreibt auf jeden Fall eure besten Ideen, die ihr so für das Spiel habt. Wie gesagt, was ihr euch wünscht, was irgendwie immer schon in diesem Spiel gefehlt hat oder was unbedingt geändert werden muss. Ja, schreibt ihr in die Kommentare und dann lest ihr euch so ein bisschen durch, was so die Community sozusagen hat, und ja, bewertet dann entweder die Kommentare halt mit einem Daumen hoch oder ihr lasst es halt sein, so, wenn es euch nicht gefällt. Ne? Das würde mir auf jeden Fall sehr am Herzen liegen, und ich denke mal, das ist ja ein guter Anlass, um mal auch hier diesen Kanal zu nutzen, um mal vielleicht so ein paar Ideen zu sammeln aus der Community und so ein bisschen was vielleicht auch zu schaffen. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, ich kann euch ja mal so meine liebsten Sachen, um mal so ein kleines Beispiel vielleicht so zu nennen. Ich kann euch ja mal meine Lieblingsvorschläge sagen, die ich schon mal, glaube ich, geäußert hatte. Ja, aber vielleicht mal um so einen kleinen Anreiz zu geben, was das sein könnte, was man ins Spiel bringen könnte. Und ja, also mein liebster Vorschlag ist, Alter, das war knapp gewesen, ist immer noch, da die Dungeon-Seite, ja, komplett überlastet ist mit Dungeons und hier eigentlich kein weiterer mehr reinpasst, aber es höchstwahrscheinlich noch neue Dungeons irgendwann eines Tages geben wird, ist es eigentlich unabdingbar, dass eines Tages mal eine dritte Dungeon-Karte kommt, ja. Das ist ja die Lichtwelt, das ist die Schattenwelt, und dann müsste es eigentlich sowas auch wie so eine Zwischenwelt geben oder so eine andere Ebene oder einen ganz anderen Bereich,
Und dadurch, dass sie schon überlastet sind, jeder Dungeon hat hier seine eigene Grafik sozusagen, ja. Jeder hat hier so seinen eigenen Dungeon hier abgebildet, außer die nordischen Götter. Da sehen wir, der wurde einfach hier schon so in die Ecke gequetscht, ohne eine Grafik oder sonst irgendwas. Und dann haben wir hier den Olymp jetzt als zweiten Dungeon kürzlich hinzugefügt. Ebenfalls einfach irgendwo, wo noch Platz war, hingeklatscht, ja, und auch ohne Grafik auf der Map hier sozusagen, ja. Hier die altehrwürdige Zauberschule hat hier so eine schöne, ja, schön die Schule hier, dann hier Heimoridor hat hier so einen schönen Vulkan, Märchenturm hat, ne, ihr wisst, was ich meine, so. Und das fehlt halt, und da das Ganze hier schon nicht mehr reingepasst hat und die Dungeon-Karte jetzt schon überlastet ist, gehe ich mal von aus, und es wäre auf jeden Fall auch mein Wunsch, den ich jetzt an der Stelle äußere, dass hier unbedingt eine weitere Dungeon-Karte hinkommt, wo man neue Sachen abgebildet hat, unter anderem auch diese 2 Dungeons. Ich persönlich gehe davon aus, dass die schon in der Mache ist. Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal von aus. Und sie sammeln jetzt erstmal so ein paar Anfangs-Dungeons, weil ein bisschen was muss ja auf der dritten Karte sein. Die können ja keine dritte Karte hinklatschen ohne irgendwas. Da müssen ja schon ein paar Grafiken drauf sein, damit das auch nach was aussieht. So, ne? Und deswegen denke ich mal, sammeln die schon Dungeons, damit die so ein bisschen schon so einen Vorlauf haben an Dungeons, weil die können ja keine dritte Karte hinbasteln und die ist einfach leer. So, da muss schon ein bisschen was da sein. Und deswegen denke ich mal, ist das jetzt so eine Übergangslösung hier. Gehe ich persönlich von aus. Ja, und mein Wunsch wäre dennoch auf dieser Karte wieder sowas zu machen wie den Wirbelwindsturm, ja, und das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache, nur im noch höheren Bereich, so, damit Leute wie ich und auch Leute noch weit, weit über mir die Chance haben, nicht nur alle paar Monate vielleicht mal einen Dungeon zu legen, sondern vielleicht jeden zweiten oder dritten Tag noch einen Dungeon zu legen, damit man kontinuierlich ein bisschen Progress machen kann, ein bisschen Dungeons legen kann, ja, weil das fehlt momentan mir persönlich am meisten, und das wäre auf jeden Fall was ich mir wünschen würde, dass da wirklichen Late Game noch eine Art Wirbelwind 2.0 kommt. Ja, das wäre auf jeden Fall mein Wunsch, den ich äußern würde, wenn ich das so entscheiden würde. Ja, und da halt viele Sachen im Early Game passieren und viele Sachen im Early Game abgeschlossen werden. Ja, das meiste passiert halt unter Stufe 200. Danach passiert nicht mehr allzu viel. Man schaltet die Sachen unter 200, die meisten Sachen frei, und dann ja, ist eigentlich schon das meiste so, sag ich mal, erreicht. Ja, dass das sich vielleicht noch so ein bisschen weiter nach hinten ausweitet, so in die späteren Bereiche, dass man irgendwie, warum nicht auch auf Stufe 400 noch irgendwas freischalten, damit dann auch der Reiz für die Spieler nicht nur zum Serverstart da ist, sondern eventuell auch ein bisschen ins Late Game sich katapultiert, dass man das Spiel auch mal ein Jahr spielen muss, um einen bestimmten Bereich freizuschalten, ja. Das würde mir auf jeden Fall auch noch sehr am Herzen liegen, weil das ist das, was momentan so fehlt, ne? Wie gesagt, die meisten Sachen, die man links am Reiter so sieht hier, also alles das hier, ne, das kriegt man halt wirklich im frühesten Early Game und ist halt innerhalb von einem Monat alles freigeschaltet, ja. Wenn man ein bisschen bisschen Pilze investiert, und deswegen, ja, das wäre so mein Wunsch auf jeden Fall, wenn ich dann einen äußern müsste. So, jetzt seid ihr an der Reihe. Was sind so eure Wünsche? Was sind eure Ideen, Vorschläge, die ihr die ihr denkt, aha, das muss jetzt mal irgendwie gehört werden. Das wäre cool, wenn das ins Spiel reinkommt. Ja, jetzt ist auf jeden Fall eure Chance, und ja, ich dachte mir, das ist eine coole Idee, damit man auch mal so ein bisschen die Community wieder so einbindet in das Ganze, und ja, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr bei der ganzen Aktion hier mitmacht. Wie gesagt, am Donnerstag, dem 14. Kommt denn das Video, wo ich das Ganze dann auswerten werde, und ja, bis dahin habt ihr auf jeden Fall Zeit, das Ganze hier zu nutzen und ja, eventuell im nächsten Video als Einblendung denn dabei zu sein. Gut, das soll soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wie gesagt, wenn ihr dabei mitmacht, und ja, das soll soweit gewesen sein, habe ich glaube ich jetzt schon mal gesagt, und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.